Naja, jetzt geht es zu Dr. Watson weiter. Dr. Watson, meine Freunde. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja, der Mr. Holmes. Der Mr. Holmes will faktisch ein Harpunenexperiment jetzt durchführen. Ja, Harpunenexperiment. Dr. Watson hat beim Whitechapel Metzger alles für den Harpunenexperiment vorbereitet. Lediglich die Harpune fehlt, also eine Harpune müssen wir noch suchen. Mr. Holmes. Tja, wo können wir eine Harpune holen? Ja, Baby. Yes, Baby. Ja, wir werden sich eine ausleichen. Zwischenzeitlich kann man wieder das Notizbuch lesen. Zwischenzeitlich kann man natürlich das Notizbuch auch lesen. Mr. Holmes. Gut, aber da habe ich eh genug gequält. Da ist eigentlich eh nichts mehr zum Untersuchen. Da wäre ich eh... Ah, wo gehst du hin? Mr. Holmes. That should do it. Now I am ready for the experiment. Die Leiche wurde auch weggeräumt, also da wäre ich eigentlich eh segiert genug. Also, ja, Mr. Holmes. Ja, da haben wir jetzt dann eine Harpune, eine schweren scharfe Walfangharpune. Ja, es handelt sich um die gleiche Harpune wie die mit Peter Carey getötet wurde. Mr. Holmes. Also, Trottel. Wir können ja gleich auf die Landkarte. Mr. Holmes. Wenn wir gleich in Whitechapel Metzger fahren. Was jetzt kommt, ist ein bisschen lustig. Was jetzt kommt, ist lustig. Ja, grundsätzlich ist es der fahrende Schwein. Ich glaube, mit einem X markiert. Das so brauchen wir eigentlich nicht viel machen, als wir mit ihm reden. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Ja, gut. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ja, eure Aufgabe ist es faktisch, hier dieses X zu treffen. Ja. Wasch. Harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Aber er müsst da... Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Also du musst dann einen kräftigen Wurf machen, das heißt
So circa. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Abonnenten sind abgeschlossen. Da bin ich froh. Wir haben das Experiment faktisch abgeschlossen. Ja. Eine schwere, scharfe, es handelt sich um die gleiche. Ja, okay. Das haben wir da dann alles. Okay, faktisch, ich muss da noch kurz was machen. Da trotzdem ein bisschen lauter noch stellen. Gut, jetzt haben wir glaube ich die richtige Einstellung. Da wir alle was hören, nicht? Das nicht Mickey Mouse mäßig ist. Und jetzt fahren wir wieder zum Scotland Yard. Zurück. Also, wie ich schon sagte, wie ich schon erwähnte oder sagte, dieser John konnte das unmöglich sein. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ich kann's nicht lassen, gell? Mr. Holmes? Okay, gehen wir gleich zu ihm. Und jetzt spuck aus, spuck aus. Ja. Davison und Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Logbuch untersuchen. Das heißt, wir müssen noch einmal zu Woodmansley. Zur Woodmansley-Hütte. Denn diese Logbücher sind dorthin. Logbücher. Und leider Gottes habe ich ein kleines Bedürfnis. Und wir sehen uns im nächsten Video. Okay. Tschüssi. Ciao.